Hallo, willkommen zurück zum Lamrim. Liebe in den Zeiten des Virus, oder wir könnten es auch das Virus in die Mitte der Sonne senden nennen. Ich bin mir nicht sicher, welche Variante ich besser finde. Da hast eines meiner Lieblingsbilder dieser Welt gesehen, welches ein Croissant in Paris ist. Weißt du, wenn ich durch Paris spaziere, dann schaue ich gerne bei jeder Boulangerie vorbei, die ich sehe. Es gibt eine alle 3 bis 4 Eingänge, weshalb es für mich schwierig ist, durch Paris zu schlendern. Ich habe das Rezept für dieses Croissant bekommen und habe versucht, es zu Hause zu machen. Es braucht fast ein halbes Kilo Butter. Also beschloss ich, dass ich nicht so viel essen sollte. Jedenfalls sind sie köstlich. Warum sprechen wir darüber? Ich kann mich auch daran nicht erinnern. Mal schauen, wir werden darüber sprechen. Okay, er beginnt mit einer Frage. Pabonka Rinpoche beginnt mit einer Frage. Wenn also jemand zu uns kommt und sagt, erinnerst du dich an das Wort aus der letzten Klasse? Wir sagten etwas in einer Handfläche und das ist deine Hauptpraxis. Das ist die allerwichtigste Praxis, an der du arbeitest. Es ist diejenige, die du immer zur Hand hast. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, worauf konzentrierst du dich heutzutage? Was ist deine allerwichtigste buddhistische Praxis? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du wie ich bist, ich habe Praktiken über Praktiken über Praktiken. Und ich werde nie vergessen, ich hatte vor vielen Jahren einen Studenten aus Burma, vielleicht vor 25, 30 Jahren. Er hat von mir noch eine Meditation gelernt. Ich habe eine Klasse unterrichtet und er hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich kommen werde. Und ich sagte, warum? Und er sagte, ich brauche nicht noch eine Sache, um mich schuldig zu fühlen, weil ich nicht umsetze, was du mir beigebracht hast. Und er sagte, ich werde ein bisschen verrückt dabei, mich schuldig zu fühlen, weil ich versuche, all die Dinge zu tun, die du mir beigebracht hast. Tukdam Gitil bedeutet, worauf wirst du deinen Fokus legen? Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, eine Sache zu finden, auf die du dich konzentrieren wirst. Offensichtlich in diesem Lamrim-Retreat, das wir gerade machen, versuchen wir uns auf die Idee dieser Erfahrung zu konzentrieren. Und ich glaube nicht, dass wir schon wirklich die Anleitung erhalten haben, um diese Erfahrung hervorzurufen. Trotzdem glaube ich, es immer und immer wieder zu hören, pflanzt Samen in deinem Geist, um diese Erfahrung zu machen. Und wenn wir diese Erfahrung machen, wenn genügend von uns diese Erfahrung zusammen gemacht haben, dann denke ich, kann das Virus um uns herum nicht überleben. Das ist meine Idee, wie man am Virus arbeitet. Dann habe ich gefrühstückt und mir gedacht, komm schon, sei realistisch. Du musst die Nachrichten heute Morgen studieren. Du musst schauen, was die Ökonomen über den Fortschritt zur Virusimpfung sagen. Du musst über die amerikanische Fluglinie nachdenken, ob ihre Idee bezüglich Fliegen sicher ist. Ich habe mich dabei erwischt, so zu denken. Dann gab es einen Artikel über Leute in einem Land, die begonnen haben, Methylalkohol zu trinken, der Gift ist, weil sie gehört haben, dass es dabei hilft, dem Virus vorzubeugen. Und 400 Leute sind gestorben, weil sie diesen harten Alkohol getrunken haben, den man fürs Putzen verwendet. Ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe, diese Leute sind verrückt. Sie leben in einer so komischen Gesellschaft, in der sie Methylalkohol trinken und sterben, weil sie Gift trinken, weil sie dachten, dass es irgendwie mit dem Virus hilft. Dann habe ich mich gefangen und gedacht, gut, die Impfung ist das Gleiche. Sie beruht eigentlich auf einer falschen Vorstellung. Verstehst du, was ich meine? Es ist das Gleiche. Wenn sie funktioniert, falls sie eine herstellen, die funktioniert, ist es nicht aufgrund etwas, was sich in den Chemikalien befindet. Okay, es ist aufgrund einer Art von Einstellung, die du und ich haben. Wenn wir diese Bodhicitta-Erfahrung haben können, wenn wir mit einigen Milliarden Wesen direkt Kontakt herstellen können und wenn wir sie trösten und ihnen sagen können, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich, einen nach dem anderen. Dann ist das das wirkliche Gegenmittel für das Virus.
Und ich glaube, die Impfung und der Methylalkohol sind irgendwie das Gleiche. Wenn es funktioniert, liegt es an deiner Liebe. Es liegt nicht an dem, was sich in der Impfung befindet. Und ich freue mich auf die Impfung und denke daran, dass es funktionieren wird. Aber ich denke, dass wir eine Menge Liebe brauchen, damit sie funktioniert. Wir müssen in diesen Zeiten an andere Menschen denken. Wie auch immer, wenn dich jemand fragt, also was ist deine Hauptpraxis, Geshe-la? Übrigens, ich habe Leute, die auf mich zukommen und sagen, du hast uns 100 unterschiedliche Meditationen gelehrt. Auf welche möchtest du, dass wir uns konzentrieren? Welche sollten wir als Hauptpraxis durchführen? Und dann sagt er, jemand fragt dich diese Frage. Es bedeutet, oh, meine Hauptpraxis ist Tantra, Hayagriva, was Pferdehals-Tantra bedeutet. Es ist ein spezielles Tantra, Chakdor, was Vajrapani bedeutet, der Buddha mit einem Diamanten in seiner Hand, und dann Chikche, was Bhairava ist. Das bedeutet der Furchterregende oder der Herr des Schreckens. Und der Drandön Gin ist ein schwieriges Wort. Dra bedeutet so etwas wie diese drei. Oder du kannst Vajrayogini sagen, oder du kannst Tara sagen, oder du kannst Medizin-Buddha sagen. Ich konzentriere mich drauf. Dön bedeutet, ich rezitiere diese Sadhana. Das ist meine regelmäßige Sadhana. Dön bedeutet, jeden Morgen zu rezitieren. Was ist das Sanskrit dazu? Svadhyaya. Und es ist eine berühmte Fehlübersetzung, die Leute über das Yoga-Sutra machen. Es bedeutet, dein tägliches Auswendiglernen und Rezitieren zu machen. Und all die Übersetzungen sagen Selbststudium oder etwas Ähnliches, was nichts damit zu tun hat. Auf jeden Fall, Dön bedeutet Svadhyaya. Es bedeutet, deine Sadhana jeden Morgen aus dem Gedächtnis zu rezitieren. Gin ist das Partizip Präsens. Ich mache es jeden Tag. Das ist, was ich jeden Tag mache. Sema bedeutet, wir sagen Dinge wie diese, aber Pelchepadi, die meisten von uns, wenn wir herausfinden, was unser Tukdamgi Til für $50. Tuksum. Ja, $50. Du musst mich daran erinnern. Ich werde es vergessen. Ja. Was ist unsere Hauptpraxis? Man denkt, dass die Dinge so kommen und dann wird man von den Dingen irritiert oder Dinge haben zu wollen, aus dem falschen Grund. Das ist unsere das ist unsere Kernpraxis. Willst du eine Kernpraxis? Das ist unsere Kernpraxis. Diese drei Tiere in der Mitte des Rad des Lebens. Genau dort im Zentrum des Rad des Lebens. Es bedeutet, du siehst viele solche Menschen. Das ist es, was ihnen gehört. Und ich habe hier ein Bild von einer Handfläche, damit du dich an diesen Ausdruck erinnern kannst. Was ist unsere Hauptpraxis? Was ist das Ding, auf das wir uns konzentrieren? Und es ist diese Sache in der Handfläche, wo sich deine Hauptpraxis befindet. Das ist diejenige, die du mit dir ständig herumträgst. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses Bild. Ich denke, es ist irgendwie künstlerisch. In Ordnung. Und dann spricht er über Lord Atisha, Dipkankara Sri Yanana, und er sagt, wow, er war ein Meister aller Dinge. Er hat unzählige Schriften gemeistert und seine Kommentare sind unglaublich. Tatsächlich habe ich gestern versucht, einen zu lesen und habe entschieden, es euch im Oktober nicht zu lehren, weil es zu schwierig ist. Und so, er war ein Meister von allen Dingen, von all diesen. Übrigens, wir werden seine Sadhana machen. Aber wir werden keinen Kommentar über Leerheit machen, der oft mit der Sadhana gedruckt wird. Ich dachte, es wäre schön, sie gemeinsam zu machen, aber es ist einfach zu viel. Es würde ein Jahr dauern, es zu lehren. Tumazimba bedeutet, aber er war nicht zufrieden damit, all diese Themen zu lernen. Und Zimba, Sem Rinpoche ist ein wunderschöner Ausdruck und bedeutet dieser Juwelengeist, dieser Juwelengeisteszustand. Es heißt diese Erfahrung
mit anderen Menschen zu haben. Sem Rinpoche, diesen Juwelen, Geisteszustand, Chir, um ihn zu bekommen. Er zog aus über den Ozean, um die Lehren über Bodhicitta zu bekommen. Es gab einen berühmten Lama, der in Suvarnadvipa lebte, der goldenen Insel, welche Indonesien ist, ein Teil von Indonesien. Wie heißt es gleich? Sumatra. Wie dem auch sei, er zog los und sagte, ich habe gehört, es gibt einen großen Lehrer des Bodhicitta, der auf den Inseln um Java und Sumatra lebt. Er fuhr also mit dem Boot los. Vor 1000 Jahren. Dieser Typ, dieser Lama, kam aus dem Norden Indiens und machte sich auf den Weg zum Ozean und er war 13 Monate unterwegs. Eine extrem schwierige Reise, eine extrem gefährliche Reise. Im nächsten Bild sehen wir, ich finde, das Bild sagt alles. Er ist in diesem kleinen Boot auf einem sehr gefährlichen Meer und das Segeln war in jenen Tagen extrem gefährlich. Ich denke nicht, dass dieses Bild eine Übertreibung ist. Warum ist Rot wichtig? Er trug immer einen roten Hut. Tsongkhapa trug einen goldenen. Wenn du einen Tanka siehst und einer trägt einen roten Pandit-Hut, das ist Atisha. Und wenn er golden ist, dann ist es Tsongkhapa. Deshalb habe ich ein rotes Boot ausgewählt und ich denke, das ist keine Übertreibung. So hat es sich wahrscheinlich angefühlt, diese 13 Monate zu reisen, über den Ozean zu reisen, um diesen Lama zu treffen. Und er war so streng mit seinen Gelübden, dass er sich weigerte, seine Mönchsrobe abzulegen. Er ist den ganzen Weg in seiner Mönchsrobe gereist. Und als er dort ankam, was passierte, als er dort ankam, das so berühmt ist? Ja. Ich denke, es war nicht so viel, aber er weigerte sich hinzugehen. Der Name dieses Lehrers war übrigens auch Dhammakirti, aber es ist ein anderer Dhammakirti. Manchmal wird er auch Suvarnadvipa Guru genannt, der Lama von der goldenen Insel Sumatra. Aber er weigerte sich, direkt in seinen Unterricht zu gehen. Er überprüfte ihn zuerst. Er kam wahrscheinlich nach Indonesien und bekam eine Internetverbindung und überprüfte diese Person, um zu sehen, ob er in irgendwelche Skandale oder Probleme verwickelt war. Und er ging nicht direkt zu dem Lehrer. Er untersuchte den Lehrer zuerst nach den 13 Monaten auf See. Und dann studierte Lord Atisha die vollständigen Anweisungen, um diese Erfahrung von Bodhicitta direkt vom Lama Serlinga Suvarnadvipa Guru zu erhalten. Und er wählte Bodhicitta als seine Handflächenpraxis, als das Zentrum seiner Handflächenpraxis. Und Atisha hatte viele, viele Lehrer in seinem Leben, aber er respektierte diesen Lehrer über alle. Und er war diesem Lehrer gegenüber mehr ergeben als irgendeinem seiner vielen anderen Lehrer. Demjenigen, der ihm die Anweisung über das Bodhicitta gab. Das ist ein sehr interessanter Satz. Shen bedeutet, wenn du auf diesen Lehrer schaust, Sudvarnadvipa Guru, von einem anderen Standpunkt, Shen Dawa, seine philosophische Schule war Semtam. Er war ein nur Geistpraktizierender, daher war er Mawa. Er war niedere Schule. Es ist sehr interessant, dass Pabongka Rinpoche das einwirft. Aus der Sicht seines Verständnisses von Leerheit war er tatsächlich niedriger als Atisha und Tsongkhapa und Leute wie sie. Sein Standpunkt war mittlerer Weg, nur Geist. Warum
Also sollte Atisha, dessen Standpunkt viel höher ist, diesen Lehrer mehr als alle anderen respektieren, weil er ihn diese Art von Liebe gelehrt hat, universelle Liebe. Das ist wunderschön. Sag Etub, Etub. Etub bedeutet, ja, das muss ich machen. Etub, Etub bedeutet, Rangray bedeutet, wir hier, wir sollten daran arbeiten. Das ist die Praxis, an der wir arbeiten sollten. Etub bedeutet, ich denke, ich kann das tun. Etub, Tub bedeutet in der Lage sein, okay? Etub bedeutet, ja, ich denke, ich kann das tun. Nachdem ich dieses Lamrim gehört habe, wegen der harten Arbeit von Tim und Chigme und Sechi und 100 anderen Leuten, du solltest inzwischen in diesem Kurs sagen, hey Tub, hey, ich denke, ich kann das durchziehen. Ich denke, ich kann das tun. Ich möchte das tun. Etub, Tag Gute, so musst du denken. Du musst auf diese Art denken. Lukten bedeutet Körper und Geist, Hauptquartier. Körper und Geist, Hauptquartier. Für Sam Kewa. Was bedeutet das? Für Sam Kewa. Für Kewa, dieses Sam, dieses Chitta. Dieses Bodhicitta. Du wirst nie mehr einen Körper und einen Geist finden, heißt, du wirst nie wieder eine Situation finden, die besser als die heutige ist. Tatsächlich ist das Virus sogar noch besser als normal. Du wirst keine bessere Welt finden, du wirst keinen besseren menschlichen Körper finden, du wirst keinen besseren IQ finden, du wirst keinen besseren Dharma-IQ finden, als den du genau jetzt hast. Er sagt das. Du wirst nie wieder eine bessere Chance finden, als die du jetzt gerade hast. Das ist die außergewöhnliche Chance, diesen Geisteszustand zu erreichen, diese Erfahrung zu machen. Du befindest dich im perfekten Gleichgewicht zwischen Leiden und Glück in dieser Covid-Welt, um die Erfahrung eines Bodhicitta zu machen. Wenn du es einfach versuchst, wenn du dich einfach hier hinsetzt und dich eine Weile darauf fokussierst, dann könntest du keine bessere Chance bekommen. Das ist perfekt, alles ist perfekt im Moment. Sie sagen, dass Menschen im Reich der Götter, Bodhicitta, nicht sehr einfach entwickeln können, weil sie nicht genügend Probleme haben. Aber wir haben das Virusproblem. Alles ist perfekt. Wir haben genug Essen. Es wird ein paar ökonomische Probleme geben, aber wir haben genug zu essen. Jeder hat einen Platz zum Bleiben und du kannst sehen, wie die wahre Situation der Welt ist. Die Welt zeigt heutzutage ihre wahre Natur. Es ist immer so gewesen. Es gab eine Pandemie, seit es Menschen gibt. Sie heißt Tod. Aber es ist heute viel offensichtlicher. Es ist also eine gute Zeit, um Liebe zu praktizieren. Es ist eine gute Zeit zu versuchen, diese Art von Liebe zu erreichen. Dieser Satz ist extrem wichtig für Seiji. Okay? Wir haben also den Körper und Geist, wir haben die perfekten Umstände und wir sollten Sam Jong tun. Ja, was ist der andere Name dafür? Okay. Lojong. Okay? Lass dir von Leuten nichts von mentaler Entwicklung oder so etwas erzählen. Irgendeine unglaublich schlechte Übersetzung, außerordentlich schlechte Übersetzung, okay? Hier ist sie. Hier ist die echte Bedeutung von Lojong. Und er spielt mit uns. Er nennt es nicht Lojong. Er nennt es bei dessen vollständigen Namen. Bodhicitta praktizieren, versuchen Bodhicitta zu erreichen. Das ist es, was Lojong bedeutet. Und ich habe es euch schon 1 Million Mal in ECR 14 erzählt. Gut, hier ist es. Okay? Dhampa bedeutet Chikla. Wenn du eine gute Lehre erhalten hast, wie man diese Bodhicitta-Erfahrung versucht zu erlangen, wenn du nach
einem Körper und einem Geist suchst, nach einer idealen Situation, in einer idealen Welt, um Bodhicitta zu erlangen, dann bist du bereits da und du bist inmitten der besten Lehre, um Bodhicitta zu entwickeln. Du bist inmitten eines umfassenden Lamrim. Dieses Lamrim geht über 14 Jahre oder so. Inshallah. Wie kann es dir besser gehen als das? Du bist mitten im größten Lamrim, das jemals geschrieben wurde, und du befindest dich in einer Welt, die komfortabel, aber gefährlich ist. Und das ist perfekt. Es gibt kein besseres Dharma, an dem du arbeiten könntest, um Bodhicitta zu erlangen. Wenn du zu diesem Lamrim kommst, unterrichtet übers Internet, in dieser Welt, die genug Essen für uns hat und genügend Häuser und ein Virus, das dich töten könnte, dann ist das perfekt. Das ist so wie, wenn du Bodhicitta jetzt nicht erlangst, trotz dieser Lehrrede und trotz dieser Welt, die wir im Moment erleben, dann bist du wie eine Person, die nach Paris fährt und nicht in die Boulangerie geht und kein Pariser Croissant isst. Okay? Ich stelle euch eine Frage. Wie kann es sein, dass es Tage in Paris gab, an denen ich mein Croissant nicht bekommen konnte? Das ist ein Quiz. Nein, wenn du hinfährst, hast du immer einen Jetlag. Wenn du aus den Vereinigten Staaten kommst, dann ist das ein furchtbarer Jetlag. Das ist einer der schlimmsten, von USA nach Europa zu kommen. Und was passiert dann? Nein, du wachst zu spät auf und die besten Boulangerien verkaufen keine Croissants mehr nach 11 und 12. Du gehst rein und sie sagen sowas wie, dumme Amerikaner, wir haben keine Croissants mehr nach 11. Wieso nicht? Weil wir sie nicht aus Pferdeöl machen, so wie ihr. Und sie werden schlecht nach 11. Wir wollen sie frisch. Wie dem auch sei, so ist das. Also Shintupang. Sag Shintupang. Shintupang. Pang. Pang bedeutet Fett in chinesischer Sprache. Shintupang bedeutet wahrscheinlich sehr fett. Das ist ein Covid-Bäuchlein. Nein. In Tibetisch Shintupang bedeutet, wie sagt man? Wie würdest du das sagen? Du fährst nach Paris und bekommst kein Croissant. Das ist ein großer Verlust. Shintupang bedeutet unglaublich großer Verlust. Shintupang bedeutet, du hast den besten Unterricht bekommen, du hast das beste Lamrim bekommen, du bist mittendrin in diesen Unterweisungen, du hast genug zu essen, du hast einen Ort, wo du bleiben kannst, du sitzt zu Hause fest, oft, und du erkennst die wahre Natur dieses Lebens, das gefährlich ist. Und dann, wenn du dir kein Croissant holst, dann weißt du, dass du verrückt bist. Du wirst keine bessere Chance als diese erhalten. Shintupang. Du hast es vermasselt. Shintupang. Gut. Du siehst Leute Dharma-Praktiken vergleichen und sie denken, Chulen ist eine besondere Yoga-Praxis, bei der du rausgehst und du Pollen von bestimmten Blumen sammelst. Und dann machst du eine Pille daraus, kleine Pille. Und wenn du ein bestimmtes Meditationslevel erreicht hast, reicht das, um davon zu leben. Ich kenne einige Ausländer, einige Amerikaner und einige Europäer, die versuchten, Chulen zu machen. Und das ist irgendwie nett, dass Westler sowas ausprobieren. Denn Tibeter wissen es besser. Aber Westler lesen sowas wie das und dann laufen sie los und besorgen
Blumenpollen und machen kleine Pillen daraus. Und ich habe diese Leute gesehen, sie machten Julen einen Monat lang. Sie ernährten sich einen Monat lang von diesen Pillen und sahen aus, als kämen sie aus einem Konzentrationslager. Sie sahen furchtbar aus und es sah so aus, als würden sie sterben. Und das ist nicht Junlen. Junlen bedeutet, wenn du diese Meditationsstufe erreichst und du nimmst diese kleine Pille und das sieht aus wie Tse-Chi. Du siehst muskulös und stark und glücklich und gesund aus. Okay? So, das ist nicht Junlen, okay? Wenn du mager wirst, magst du kein Junlen. Wenn du großartig aussiehst, dann magst du Junlen. Yang-Tzer bedeutet Gipfel. Yang-Tzer bedeutet die Spitze der Spitze. Yang bedeutet auch richtig. So Tse bedeutet Spitze. Sie denken also, oh, das ist der Gipfel religiöser Praxis. Wenn ich von diesen kleinen Pillen leben könnte, dann wäre ich ein wahrer Heiliger. Das ist es, wie ein wahrer Heiliger wäre. Tser Lom, Lom ist ein besonderes Verb, das bedeutet Wahnvorstellungen haben. Große Wahnvorstellungen. Wie diese Typen im Irrenhaus, die sagen, ich bin Napoleon oder sowas in der Art. Das nennt man Lom. Hier sagen sie, diese Leute, die denken, dass sie diese Pille essen werden und dann nicht abmagern. Dann müssen sie echte Meditierende sein. Er sagt Lom, das sind alles Lom, Wahnvorstellungen. Dann fragst du sie, nun gut, was ist deine Meinung über Bodhicitta? Dann sagen sie, das ist eine nette Sache, das ist okay. Aber ich arbeite an Julen. Bodhicitta es ist eins dieser Dinge, über das die Leute reden. Das ist keine große Sache. Hier wird gesagt Kelchung. Das bedeutet keine große Sache. Wir sehen also Leute, die sich in die entgegengesetzte Richtung von Erleuchtung bewegen. So als ob Erleuchtung 10 Meilen in diese Richtung wäre und sie wandern in der Wüste umher, vollkommen verwirrt. Ich mache Julen. Oh, warte, du musst dorthin. Nein, ich gehe dahin. Das nennt sich Gulwa, einen Fehler auf deinem Weg zu machen. Das ist ein Ausdruck im Buddhismus. Er bedeutet etwas, das wir jeden Tag sehen. Weißt du, denk nicht, ich beschreibe irgendeine verrückte Situation. Tongchö bedeutet gesehenes Gebilde. Aber was es umgangssprachlich in Tibetisch bedeutet ist, komm schon, du kannst überall solche Leute sehen. In jeder Dharma-Gruppe in dieser Welt kannst du Leute sehen, die eine kleine Yoga-Praxis als wichtiger betrachten, als andere Menschen zu lieben. In Ordnung? Lasst uns zu uns zurückkommen, die wir nicht verrückt sind. Wir versuchen, Bodhicitta zu erlangen. Und er sagt, sieh, wenn du die wirkliche Erfahrung machen könntest, nur ein einziges Mal, wenn du diese wahrhafte Erfahrung nicht machen kannst, versuche es zumindest. Bleib dran. Bleib hartnäckig dran. Versuche es einen Tag und dann versuche es den nächsten Tag und dann versuche es den nächsten Tag. Was er hier sagt ist, sieh, wenn du diese direkte Erfahrung mit all den Leuten im Universum nicht innerhalb von 20 Minuten machst, dann mach einfach weiter. Zolche bedeutet, gewöhne dich daran. Nyongma Tömba bedeutet, gewöhne dich an den Gedanken. Hör es dir an und lerne, sprich mit deinen Freunden darüber, gewöhne dich an den Gedanken, dass es möglich ist, jedes Lebewesen des Universums innerhalb von 20 Minuten zu treffen und verpflichte dich ihnen gegenüber, dich um sie zu kümmern, als ob du ihre Mutter oder ihr Vater wärst. Okay? Also gewöhne dich an den Gedanken. Was er also hier sagt ist, sieh, wenn du diese Erfahrung morgen nicht machst, flipp nicht aus, arbeite einfach weiter daran, versuche es und gewöhne dich an den Gedanken, denk weiter darüber nach. Und das hilft dir, dass es in deinem Geist wächst. Echung, hier ist ein anderes Echung. Wenn du keine Zeit hast oder du zu beschäftigt bist,
ständig darüber nachzudenken, dann denk bitte ab und zu darüber nach, okay? Okay? Komm wenigstens in eine allgemeine Stimmung. Nyamok-de-zö bedeutet, versuche in eine allgemeine Stimmung davon zu kommen. Wie auf deinem Weg zur Arbeit, in deinem Auto oder während du zu Abend isst, während du Netflix schaust und denke ab und zu darüber nach und sage dir, das wäre cool, wenn ich das tun könnte. Das wäre irgendwie cool. Also selbst wenn du es nicht jeden Tag praktizierst, bewusst oder absichtlich, versuch zumindest ab und zu mit deinen Gedanken zu spielen. Das nennt man Namok-de-zö. Gewöhne dich an die Gedanken, freunde dich mit den Gedanken an. Das solltest du tun, aber das Key ist eine Negierung am Satzende. Aber wenn du denkst, es ist keine Zeit zum Meditieren nicht wert, falls deine Zeit zum Meditieren ausgebucht ist, mit Meditieren über Vajrayogini oder Tara oder Medizin-Buddha und du keine Zeit hast, weil deine Meditationszeit ausgebucht ist mit diesen höheren tantrischen Gottheiten, dann Tsömbani, wenn das deine Praxis ist, wenn du denkst, dass Fokussieren auf Vajrayogini oder Tara oder Medizin-Buddha die Hauptsache ist und du deine ganze Kraft da reinsteckst und du keine Zeit hast, in deiner täglichen Praxis über diese Erfahrung nachzudenken, Nyelwa Tönme, dann ist es nutzlose Anstrengung, bedeutungslose Anstrengung. Es ist bedeutungslose Arbeit, die du dir mit Tantra machst, wenn du nicht an diesem Geisteszustand arbeitest. Alles andere wird bedeutungslos. Es erschöpft dich nur. Nyelwa bedeutet dich zu erschöpfen, ohne einen Sinn. Und es gäbe keinen größeren Verlust in deinem Leben, okay? Dein Leben so zu verbringen. Das wäre wie 1000-mal nach Paris zu fahren, ohne ein Croissant zu bekommen. Das vervollständigt diesen Abschnitt des Textes. Wir werden im nächsten Retreat weitergehen. Im nächsten Retreat werden wir uns auf die Medizin-Buddha-Praxis fokussieren, aufgrund des Virus. Das ist eine sehr mächtige Praxis und natürlich versuchen wir, so viel wie möglich zu tun mit dieser Haltung von Liebe für jede Person im Universum, nicht nur für diesen Planeten. Dies ist eine kleine Welt. Es gibt Milliarden von Welten wie dieser. Und wenn wir diesen größeren Fokus haben können, und ich weiß nicht, dann ist das so wie, wenn du alle Fische im Ozean fängst. Kannst du einen Fisch fangen, den du möchtest? Weißt du, was ich meine? Etwas in der Art. Ich meine, wir wollen keine Fische fangen, aber wenn du alle Fische im ganzen Ozean fangen könntest, dann ist wahrscheinlich der, den du wirklich möchtest, vielleicht ist es ein Chu. Wie nennt man den Chuchu-Fisch? Dann fängst du möglicherweise den du möchtest. Wir sehen uns also in Episode 15 wieder. Wir machen eine Wiederholung aller großen Ideen dieses Kurses und es ist gut für dich und gut für mich. Wir sind sehr sorgfältig vorgegangen, Stück für Stück für Stück. Und wenn wir zurückgehen und alles in einer Session wiederholen können, dann bekommen wir eine Wertschätzung für den Flow und es wird einfacher sein, zu erinnern, was während des Retreats passiert ist. Wir sehen uns dann.